Hey Leute, willkommen zurück zu The Outer Worlds. Mit mir, dem J-Quiz. ähm, ja. Ich habe die Kommentare auch gelesen. Ich glaube, die meisten auch beantwortet, oder auch alle beantwortet. 3 Folgen die Woche ist eine gute Zahl. So kommen wir hier ein bisschen vor. So komme ich auch ein bisschen voran, denn ich möchte das Spiel ja auch weiterspielen. Deswegen werden wir es so halten, dass wir dann dienstags, donnerstags und sonntags jeweils eine Folge Outer Worlds bringen. Die meistens so, dann gucken, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Vielleicht auch mal eine Stunde, je nachdem, wie es gerade läuft. Lang sein wird. Und ich habe mir gedacht, für den heutigen Part, gucken wir kurz auf die Karte, wir gehen zum Vikar in der Kirche, reden kurz mit ihm, denn hier unsere gute Parvati, ich muss hier noch einen anderen Namen geben, Parvati gefällt mir nicht. Fati, nee, Fati klingt auch blöd. Ach, egal. Sie hat auf jeden Fall gesagt, wir sollten noch mit ihm regeln, oder mit ihm reden, bevor es, ist optional hier. Quasi, der Vikar ist ja sowas wie der Geistliche und sie möchte halt ihre Absolution oder so. Ich bin da nicht so drin in diesem Kirchenzeugs. Und dann machen wir... Das war eine Aufgabe. Genau, danach werden wir die Gebühren eintreiben. Und die holen wir uns zwischendurch. Das ist, aber wir machen danach erst. Also wir gehen zum Vikar und danach gehen wir das Geld eintreiben. Wie es sich gehört. Und so, das da hinten, das sieht aus wie die Kirche. Bei euch, guten Morgen. Genau, guten Morgen, ich bin gerade jetzt aufgestanden. Also wirklich gerade jetzt aufgestanden. Sitze noch bei meinem ersten Kaffee. Will aber aufnehmen, will aber jetzt hier eine Runde spielen. Ich habe da Lust drauf. Cool. Ich will aber aufnehmen, bevor ich mich wieder in komische Dinge stürze. Work fortifies the spirit. Oh, es ist gar nicht mal stehlen. Ich lasse es doch. Gucken wir mal hier. Hey there, Mary. Don't see you round here too often. Oh, I just came to talk to the vicar is all. None of us are above confessionals. What have you got to confess? You ain't thinking of deserting, are you? What? No. And I resent the accusation. Wasn't nothing but a question. Komische Menschen hier. Ah, der Vikar. Da ist er. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Ja, Max, if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. Parvati wollte mit dir reden darüber, worum Reed uns gebeten hat. What? I thought you could talk to him. You wanted to speak to Genutzt. me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Adelaides Deserteuren den Strom abzuschalten. Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Was hältst du von deren Truppe, Vikar? They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Ich bin nicht intelligent genug, oh mein Gott. Verdammt, jetzt fühle ich mich dumm. Also, was rätst du mir? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Vernünftig. Ist das überhaupt noch möglich? Not if things are left to stand as they are.
If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. Und woran liegt das? One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum. Riecht nach Nebenaufgabe. Eine ansehnliche Summe, sagst du? Red weiter. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Klar, her damit. Thank you. If you retrieve it, you can always Nebenaufgaben find me sind gut. here. Okay, aber das machen wir nicht jetzt. Upsala, ne, falscher Knopf, das. Ihr seht schon, Begleiterauftrag. Der VK wird uns begleiten irgendwann. Wir machen aber erstmal Geld eintreiben. Ich wollte gucken, wie ich die Waffe wegstecken kann, ne? Steuerung. In der Stadt die ganze Zeit mit Controller-Layout, das ist sehr gut. Ich spiele nicht mit Controller, ja. Na gut, ich google es mal fürs nächste Mal. Aber falls es jemand von euch zufällig weiß, kann ich dies gedrückt halten. Das ist X, C, ne. Ich kann den Schläger nehmen, ich kann die Pistole nehmen. Ah, vielleicht so. Na gut, ich will jetzt nicht die ganze Zeit mit der Pistole rumlaufen. Das stört irgendwie meine Immersion. Wenn ich ehrlich bin. Nein, nicht das. Naja, reden wir mal. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Hallo Martin. Oh, sweet merciful law. A marauder's in my domicile. Das Lustige ist, ich habe dieses Marauder-Outfit jetzt an, weil es halt eine bessere Rüstung hat und die denken jetzt, ich wäre einer von denen. Das ist schon gut durchdacht. Hey, immer mit der Ruhe, ich bin kein Plünderer. There a reason you're running around outfitted like one of those monsters? Did Mr. Thompson send you to put the fear in me? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Immer mit der Ruhe, Mr. Thompson hat mich gar nicht hergeschickt. And what are you doing here? Visiting? Well, let me give you the grand tour. This here's my domicile, and there's the door. Ich bin hier, um deine Grabgebühren einzutreiben. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Schön nervös, der Tür. Er hat mir alles erzählt. Wie lange dachtest du denn, dass du solch ein Geheimnis bewahren könntest? Sounds like he's already Lügen told you. benutzt 30 Erfahrungspunkte. May as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the Klingt skies. nach einem Scheißhimmel. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you. I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Das ist sicher alles tragisch und herzerreißend. Bezahl mich einfach, damit ich von hier verschwinden kann. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use Quests. the help.
Wie kann ich dir helfen? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Easy, Stronger than mache what ich we ja. got, Ja, ja. anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. Okay. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Lord, it's in my spleen now. I can feel it. Eklig. Gibt es etwas, das ich über dieses Versammlungszentrum wissen sollte? Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud War all ja over klar. the archives. Dann lasse dich mal zufrieden. Okay. You're making a mistake working for Abernathy. Esther, hast du was sagen? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Wofür brauchst du es denn? I probably shouldn't tell you. Don't want you Das implicated klingt for nach what I'm trying illegalem to do. Scheiß. Das ist hier überhaupt nicht zwielichtig. I'm doing right by the town, I'll tell you that much. You bring me that medicine and I'll see that it goes to the right people. Ich werde drüber nachdenken. That's all I can ask of you. Boah. Stell dich doch nicht so hinter mich. Und guck mich dann so an. Hallo. Jemand zu Hause? Oh, I cut my own hair. But Conrad sells real good disinfectant. Du schneidest dir die Haare selbst. Moment, das muss ich mir ansehen. Ja. Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop wearing something you've lifted off a corpse. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Wie sie mich alle beleidigen, nur weil ich eine bessere Rüstung trage. Gibt es zu deinen Haarstellen eigentlich immer eine Gratis-Predigt? We don't believe in free anything here in Edgewater. We're a Spacer's Choice company. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Moment mal, du tust was mit meinen Überresten? Burial, in the unfortunate event of a fatality. It's what a barber does. We make you presentable. Zum Thema Beerdigung. Silas wollte, dass ich deine Steuern eintreibe. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Das heißt, du bist pleite. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Was für ein Auftritt, Konrad. Du solltest Schauspieler werden. Thank you, no. I despise the cereals. Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Stell Silas einfach einen Schuldschein aus. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ich sag dir, Bisch, ja, ich habe keine Zeit für sowas. Obwohl, vielleicht hat er noch irgendwas. What can I do irgendwie for anders you? regeln. Ja, was kann ich dich Go noch ahead. fragen? Was weißt du über diese Seuche? The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months.
I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Was sind die Symptome? Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Tendenz zu Bauchschmerzen. Mhm. Klingt irgendwie nach Grippe, wenn du mich fragst. Whatever it may be, I have developed my own palliative. Boiled canid liver and a splash of ethanol. Warum behandelt ihr dann nicht alle eure Arbeiter? Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Das ist sehr schrecklich. Nature is monstrous, friend, and this plague is natural selection at work. Das war einmal alles, komm. Ich muss mal kurz hier checken. So. Ja, ich werde es Silas erzählen. Ich werde dich verpetzen. Gehen wir erstmal kurz gucken. Ja, da müsste ich raus. Da wäre dann oben wäre noch der Auftrag. Da gehe ich als nächstes hin. Ne, da oben ist noch was. Was ist denn hier oben? Doch, bis ins Grab. Achso, ich muss bestimmt den... Mal gucken. Ah, okay. Das ist die Konservenfabrik. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umschauen. Verkaufsautomaten? Verkaufsautomaten bieten eine größere Anzahl an kaufbaren Gegenständen, überwiegend vom gleichen Konzern. Ab einer Hackerfertigkeit von 20 kannst du auch Gegenstände an Verkaufsautomaten verkaufen. Zugriffsbeschränkte Gegenstände können gekauft werden, wenn du über eine ausreichende Ruf bei der passenden Fraktion verfügst und eine Hackenfertigkeit von 40 oder mehr hast. Okay. Ich kann noch nicht verkaufen. Ich kann verkaufen. Was brauche ich noch? Der Schrott. Okay, ich kann anscheinend doch noch nicht verkaufen. Verdammt. Sehr geschäftig wirkt das jetzt hier aber nicht gerade. Also ich sehe jetzt hier nicht so die vielen Arbeiter. Ist hier sonst noch irgendwas, was ich... Nee. Ihren Gourmet irgendwas. Kick me. Na toll. Jetzt habe ich dieses Kick mich Schild gestohlen und... Hey. Ich probiere Dinge aus. Gar nichts. Okay. Oh Gott, das war witzig. So, jetzt suchen wir mal einmal kurz den Typen da oben auf, denn er ist ja unser Ziel, sonst sehe ich ja auch keinen. Ich habe auch die Wache erst gar nicht gesehen. Was haben wir hier? Squirts. Die verarbeiten diese Dinge. Oh mein Gott, eklig. Und daraus machen die Thunfisch. Ein Terminal. Willkommen, Mr. Granger. Ja, ich bin Granger. So, von Thompson an Granger. Betreff ärztliche Behandlung. Phyllis, angesichts seiner guten Arbeitsleistung und positiven Arbeitseinstellung habe ich dir die Genehmigung für eine ärztliche Behandlung im Falle einer Ansteckung erteilt. Wie du sicher weißt, hat die Firma von uns nicht ausreichend Medikamente für die Behandlung aller Arbeiter zur Verfügung gestellt. Ich wünschte, ich könnte alle Mitglieder der Spacers Choice Family behandeln lassen, aber die der Seuche anheimfallen. Aber dies ist mir nicht möglich. Die Arzneimittelprivilegien sind streng leistungsabhängig. Bitte teile deine Arzneirationen unter keinerlei Umständen mit einem anderen Arbeiter mit. Wir sitzen alle im selben Boot. Persönliche Dateien. Passwort Neuling. Passwort akzeptiert. Easy. So, persönliche Dateien. Letzter Eintrag. Theodor letzte Nacht beerdigt. Reed hat mich gebeten, seinen Tod nicht in unserem Quartalsbericht zu erwähnen. Klingt fair.
Wurde gebeten, eine Stellungnahme oder sowas für die anderen Arbeiter vorzubereiten. Habe darüber nachgedacht, weiß nicht, was ich Ihnen erzählen soll. Endet nicht wie Theodor. Erledigt eure Arbeit, kommt pünktlich, lächelt, dann bekommt ihr eure Arzneiprivilegien. Guter Anfang? Ich glaube nicht. Ups. Oh, ein Revolver. Pavati. Was haben wir denn da? Nimm das mal mit. Guck mal, was ich jetzt hier habe. 102, 110 in der Revolver ist schlechter. Hallo. Phyllis. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Dann bist du wohl die Vorarbeiterin. Foreman Granger. Mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Ich mag dich nicht, also Grabgebühren her. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Diese Dokumente sind nicht in deinem Namen unterzeichnet. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Nett von dir. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness das of my ehrlich. heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Du meinst, der Typ hätte sich selbst erschossen? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's choice handguns aren't the most reliable. Es ist hart, seine Familie zu verlieren. Eugene wasn't family. Hast du nicht vorher gesagt, du wärst seine nächstlebende Verwandte? Yeah, I was the closest living person relative to his Okay. body at time of death. I'm the one who found him, you see, Ja, das so ist Pech. I pay the fines. Suicide Was? to crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Das ist hart. Aber überrascht mich jetzt nicht. Was wollen sie machen? Seine Leiche verhaften? When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Okay. choice. Komische Welt. Er war ein Mensch, kein Gegenstand. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Ich lasse dich mal weiterarbeiten. So, jetzt, Ludwig. Wo haben wir denn den guten Ludwig? Müsste in die Richtung sein, oder? Ja, komm, gehen wir einfach mal da runter. Ah ne, warte, hier unten ist noch einer. Gehen wir zu dem. Oder bist du der Friseur gewesen? Ah, du bist der Friseur gewesen, okay. Aber da scheint Ludwig zu sein. Sieht wirklich so aus, als müssten die Tag ein, Tag aus Thunfisch essen. Ich liebe Thunfisch, aber ich will das nicht jeden Tag essen. So, da ist Silas. Ah, Ludwig ist auf der anderen, beim anderen Ausgang. Na, ich frage Silas erstmal wegen hier, was ich mit dem komischen Friseur machen soll. Hey, Miss Parvati. Come for a visit? Not today. Just helping this fella. Schäm dich. Ein
Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Ah, okay, es geht gar nicht um sie. Ich dachte, die hätten was. Von wem sprichst du, Silas? Best to ask her Silas ist, yourself. glaube ich, cool. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Tut mir leid. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? Hey, wegen der Gebühren. You run Ja. into any trouble? Konrad sagt, er kann sich die Gebühren nicht leisten. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners. Skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. Ja, er spricht von Erpressung. Genau das werde ich tun. Ich untersuche das mal. Konrad. Rezeptionist hat sich erschossen, das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacers Choice Firmeneigentum. Eugene war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichengebühr zahlen. Es wird uns ruinieren, also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne. Familienerbstücke oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühr und niemand muss was erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück. Rede am besten gar nicht mit mir. Gib einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackel mit den Augenbrauen. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da? Warum sind da noch Bitmodule? Das bist du. Adrenalinverstärker. Baukittel mit Spritzschutz. Ich bin ein Leichenfledderer. Bitmodule. Oh, sorry. What do you Nichts. think you're doing? Gar nichts. I don't have time for this. Ja, sorry. Das war so alte Gewohnheiten. Die Rüstung ist aber schlechter. Die Rüstung ist viel schlechter. Ach, mein Ruf ist gesenkt. What can I Sollte do echt for you? aufpassen. Ich weiß über Eugene Bescheid. Warum verwendest du nicht seine Zähne als Pfand für deine Grabgebühren? You know about Ich Eugene? gerade gelesen. How? Ich habe eine Nachricht von Phyllis entdeckt. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Ein paar Bits sind die doch sicher wert gewesen. More than a few. Those teeth were his personal savings. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Are you asking rhetorically? Because if you're being serious... Ugh, gross. Desperate measures, Miss Holcomb. Desperate measures. I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. It's the only way I'm paying my gravesite fees. Bist du dir sicher? I'm sure that I have no other choice. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Ja, ich habe gehört, Eugene hätte sich umgebracht. Was ist passiert? Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. Sehr schrecklich.
It's a miracle of bureaucracy. If Eugene's death were filed as a suicide, we'd all pay the price for his crime. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Bis dann. Ja, es ist schon eine komische Welt, in der man hier lebt. So, wo war jetzt der... Im Süden war der andere. Ne, wir müssen den anderen Ausgang nehmen. Wish we had some better rations. Dann gehen wir mal zu Ludwig. It's not Wurst unless it's both Wurst. Ich glaube, das war auch der falsche Ausgang. Ich hätte hier rausgemusst. Ja. Moment. Ja. Gleiche Probleme mit der Orientierung. Ne, es müsste doch der Ausgang sein. Ach, wir finden den Ludwig schon. Schöner Sonntag, so ein schöner Spaziergang. Sporter Friedhof. Bis ins Grab. Okay, ich bin verwirrt. Ich gehe jetzt einfach hier und laufe dann straight nach Osten. Oder Südosten oder was auch immer das war. Der Ausgang müsste es sein. Ja, der müsste es sein. Das Schöne ist, die Entwickler von diesem Spiel hier ist ja Obsidian und die gehören jetzt zu Microsoft und die hatten ja früher das sehr gute Fallout New Vegas gemacht. Das ist der besten Fallouts. Und die hatten ein sehr kleines Budget für dieses Spiel. Es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel geworden. Und für den zweiten Teil haben sie ein AAA-Budget von Microsoft bekommen, weil Microsoft wirklich an dieses Universum glaubt. Und es gab auf der E3 letztes Jahr schon einen Teaser und der ist ultra gut, weil er einfach ultra ehrlich ist. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here. Cool. Hey, Ludwig. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Alles in Ordnung? Du wirkst verwirrt. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and Ich habe mal lies. Terminator gesehen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing shoulder to shoulder with the resistance? Silas hat mich geschickt. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling.
Wenn dein Widerstand Söldner einstellt, bin ich nicht bereit. I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans, mostly some Spacer's chaw. Die nehme ich. Ich nehme die Bits. I'll reward you for your aid. Was soll ich tun? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Ich würde sagen, das machen wir auch noch, bevor, ja. So, ich habe eben gesehen, ich bin nicht intelligent genug, aber ich brauche einmal Dialog. Wo war denn meine Intelligenz? Ich brauche Intelligenz. Gib mir mal das. Und das. Punkte habe ich noch. Ah, noch 7. Sehr schön, dann hier noch ein bisschen Fernkampf. Und auch mal das. Einen Dialog. Und ich bin sehr inspirierend, das wissen wir ja. Anwenden. So, Vorteile gibt es erst wieder mit einem höheren Level. Stirb-Roboter. Wo ist er? Da oben, okay. So, wir kümmern uns noch kurz um den Roboter und dann gehen wir zu Silas. Geben ihm die Gebühren. Den Rest. Was ist das? Ein Bitmodul. Das Essen. Das eklige Essen können die sich sparen. Davon habe ich erstmal noch. Oh, ich dachte, das Ding wäre tot. Fledermäuse. Falsche Taste. Ich dachte, der Köter wäre am Schlafen. Ich weiß nicht, wofür ihr seid. Was kann das? Ich nehme es einfach mal mit. Mein Assistent ist tot. Wahrscheinlich kann man die irgendwo verkaufen. Verkaufen. Ethnologische Aufzeichnung, Fortpflanzungsgewohnheiten des Pterochal. Genau der. Pterorochens. Kane van Acker, auf Terra 2 zugewiesener Ethnologe im Auftrag von Spacer's Choice. In dieser Woche habe ich beschlossen, die Paarungsgewohnheiten des Vieches zu studieren. Die weiblichen Viecher verlassen morgens ihre Nistbereiche und kehren nachmittags mit zufällig erscheinenden Objekten zurück. Zumeist Dinge, die blinken oder glitzern. Mit diesen Objekten konstruieren sie Kunstwerke und führen eine Art Tanz für das männliche Publikum auf. Wenn das Männchen mag, was es sieht, ziehen die beiden ab und nisten zusammen in einem der nahegelegenen Bäume. Gerald, falls du das hier liest, ich habe es satt, auf dich zu warten. Sammle meine Sachen ein und triff mich am nächsten Standort. Und verspäte dich nicht, ich erwarte von meinem Assistenten Pünktlichkeit. Ich glaube nicht, dass er jemals wieder irgendwo hingeht. Ah, he ain't no threat. Bet I could fix him up smart. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. I mean, if you wanted me. Klar. Take your time. You need help, just give a yell. A metaphorical yell. If you yell for reals, you're liable to spook 'em. Damage to navigation systems detected. Attempting to return to designated repair bay. Error. Navigation systems failed. Es ist ein Schrottplatz, keine Werkstatt. Navigation systems have determined this location as Spacer's Choice. Designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a Spacer's Choice mechanical is a punishable offense. Please report yourself to your supervisor. Okay, Pavati, repariere ihn. Yep, I see the problem. His nav mod got dislodged.
Must have taken a tumble. Just gotta give it a good push and wait for the click. There we go. Jeremy's good as new. Well, new by Spacer's Choice standards anyhow. His name's Jeremy, by the by. Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating self-diagnostics. Pavati, wieso hast du der Robotereinheit einen Namen gegeben? On account of I fixed him. And he's Jeremy on account of his helmet. It's like Jeremy, the officer in True Romantic Tales of the Space Okay, Force. Pavati, das ist irgendwie niedlich. Ist das eine Ätherwellenserie oder so? Surely. I make a point to watch every Tuesday night. Be more careful out there, Jeremy. Self-diagnostics initiated. Okay. Please do not disturb. Gehen wir mal zu Ludwig zurück. Zielen ihm irgendwas und holen uns die Belohnung. Ich muss mal nachladen. Hm, 12 Uhr. Der Glockenturm. Hey du, Ludwig. Hallo, hier bin ich. Bring us honor, soldier. Ja, nein. Du musst dir den Speer keine Sorgen mehr machen. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. Okay, du hast eine Waffe versteckt. Du hast deine Geheimwaffe auf dem Klo versteckt. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need Der to Typ ist enter. verrückt. Ich sag dir, wenn ich sie gefunden habe. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Ich möchte eigentlich nicht mit dir reden. So, wir gucken noch kurz nach, dann gehen wir zu Silas. Danach können wir uns mal wieder um die Hauptquests kümmern. Spectrum Wodka, a glass for every class. Ah, da ist die Kantine, ja. Something got you down? You're not a big drinker, are you? Nee, nicht so. Hast du jetzt irgendwas denn gefunden? Nicht? Dass die jetzt zu ihm zurückbringen oder was? Kehre zu Ludwig zurück. Und, Ludwig nervt mich langsam. Ein bisschen, ne? Also viel zu viel Laufarbeit für ihn. Und ich glaube, der bessere Weg wäre hier raus. Wonder if the plague's everything. Bestimmt ist das irgendetwas, was eigentlich gar keine Waffe ist. Hey, nerviger Ludwig, hier bin ich wieder. Bring us honor, soldier. Ich habe das von dir erwähnte Paket gefunden. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit. Designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Wie genau soll ich diese Läsionsverstärkungseinheit verwenden? There's a workbench right through this door. Ah, okay, es ist ein Waffenmod. Na gut, dann werde ich sie jetzt noch nicht benutzen, sondern wenn ich eine gute Waffe habe. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp.
I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board. Ja, das habe ich, den Zugangscode habe ich ja schon. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Ja, den habe ich schon. Kein Problem, den Code habe ich. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Kann ja nicht so schwierig sein. If you die horribly, I will pour out a can of Zero G to Das ist your freundlich. memory. Zero G. Und jetzt lass mich in Ruhe, Ludwig. Du bist ein bisschen nervig. Oh. Sonnenaufgang. Cool. So, jetzt gehen wir aber nicht zu ihm, sondern wir machen jetzt endlich die Silas-Aufgabe fertig, damit wir jetzt auch mal ein bisschen was geschafft haben, außer nur hin und her zu laufen. Jetzt die Kantine. Auf zu Silas. Na komm. Sprint, 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 Sprint. Grave digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your Sieht aus, clients. das weiser als er aussieht. Hey, wegen der Gebühren, die du wolltest. You run into any trouble? Alles erledigt. Papierkram, Gebühren und Unterschriften. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Weißt du was? Ich lasse es. Ist sie jetzt durch die Aufgabe? Ja, abgeschlossen bis ins Grab. Sehr gut. Und damit ist auch die heutige Folge abgeschlossen. Ach, schön, immer noch schöner Sonnenaufgang. Gut, die Gräber machen es ein bisschen kaputt. Ich brauche einen schöneren. Ah, hier kann man schön gucken. Sehr schön. So, mit dieser schönen Aussicht, danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag und macht es gut.